Dich da hinstellen, ich komme dann so zu dir. Amor, ich kann die Augen nicht aufmachen, was soll das? Nein, komm. Hallo. Was machst du? Einen schönen guten Tag, ihr Lieben. Ich begrüße euch recht herzlich zu einem neuen Video. Ich bin nicht alleine. Meine liebe Frau ist mit dabei. Ich konnte sie überreden, heute mit dabei zu sein. Hallo. Denn wir wollen was zeigen, war Amori? Es ist so, die Urlaubssaison geht los. Das Wetter hier oben, strahlend blauer Himmel, kommt jetzt auch langsam ein bisschen Wärme nach Deutschland. Und im gleichen Atemzug gibt es Leute da draußen, ich kenne euch doch, die gerne in ihrem Tesla Model 3 oder Tesla Model Y übernachten möchten. Wir wollen das Panoramadach genießen, den Sternenhimmel draußen. Wir wollen den Camp-Mode genießen. Und da habe ich heute was für euch, oder wir besser gesagt, was wir euch präsentieren wollen. Es ist absolut heile. Ich habe das Anfang des Jahres schon mal angeteasert, dass das kommen wird. Und jetzt ist es soweit, Leute. Kommt, Amor, wir gucken mal in den Kofferraum. Hier sind immer einige Bienen. Den Aufbau hinten habt ihr auch noch nicht sehen, aber darum geht es später. Jetzt geht es erstmal um dieses Stück. Die Test Beauty Matratze, sensationell, neues Teil da, gibt es jetzt exklusiv, auch kommen wir alles später noch zu. Wir werden es testen, Amori, wa? Du wirst dich vielleicht auch mal reinlegen. Ja. Also, wir werden noch ausmessen, ihr seht, ich habe das Maßband dabei. Von daher, nach dem Intro geht's los. Bevor wir gleich das gute Stück hier mal auspacken, will ich noch was zur Matratze sagen. Ich habe damals mit Kelvin, war das vor einem Jahr ungefähr, die Testcamp Matratze getestet. Die hat ähnliches Design, ist auch dreilagig, das werdet ihr gleich sehen. Und da war das Problem, jetzt kommen wir nicht zu den Anforderungen, die ich an diese Matratze habe. Da war das Problem, dass sich der Klettverschluss, im Prinzip, den wir hier unten dann dran haben, immer auch beim Tesla hier unten, ja, ich sag mal, verzettet hat. Amori, pass auf, da ist eine Biene, die will dich angreifen, ich merke das schon. Das ist dein Duft anscheinend. So. Ein Duft. Okay. Ich will, dass das Klett dieser Matratze sich nicht verfängt irgendwie hier mit dem Klett oder beziehungsweise dem Unterboden des Tesla Model Y. Erste Anforderung. Die zweite Anforderung, die ich habe, ich wiege 110 Kilo, 1,90 Meter groß. Ich hatte bei der Testcamp-Matratze damals das Problem, dass ich gerade im Hüftbereich unten auf den Boden kam. Das ging für eine Nacht mal, das ging auch für 2 Nächte, war gut, aber so richtig geil war das nicht. Und diese Matratze, Leute, hat 3 Zonen. Bedeutet, hier im hinteren Bereich, im mittleren Bereich und vorne. Und im mittleren Bereich ist die jetzt verstärkt. Das bedeutet, wir haben hier wirklich eine abgegradete Version, die auch gerade für Menschen ist, die ein bisschen schwerer sind, wie ich zum Beispiel. Amor, du hattest keine Probleme damals, aber bei mir war das schon echt drückend an der Hüfte. Das Problem werden wir jetzt nicht mehr haben, hoffen wir. Wir werden es testen und ich würde sagen, ich messe jetzt erstmal aus, damit ihr auch ein paar Daten im Kopf habt. Das bedeutet, diese Matratze hier, habe ich ja extra Maßband mit. Wir haben hier eine Höhe von genau, ja, kann man mal sagen, 35 cm und eine Breite von exakt, Amor, wenn wir das mal kurz zeigen, 70 cm. Siehst du es? So, 70 cm ist das Teil groß. Jetzt stellt sich natürlich direkt die Frage, wo können wir die verstauen? Und ich kann euch sagen, hier im Frunk, im unteren Bereich, ist der Platz einfach nicht geeignet, da wir hier noch die Quere hin haben. Da wird die nicht reinpassen. Wisst ihr, was ich meine? Ich kann es euch zwar mal zeigen, passt mal auf, aber die passt definitiv. Oh, oder täusche ich mich? Ja, okay. Nee, die passt nicht rein. Seht ihr, die steht ein bisschen über, aber wo sie reinpasst, ist im Prinzip vorne in den Frunk, Amori. Und da gehe ich jetzt mal kurz vor und öffne den Frunk, denn hier sollte sie entspannt reinpassen. Huch, wir schauen mal, ich mache mal auf. Haben wir genug Platz, das ist gigantisch. Und dann kann ich sie auch hier mal reinlegen. Und das seht ihr auch, die passt wie angegossen. Machen wir noch die Tür zu. Zack, Affe tot oder wie sagt man immer, passt rein, Daumen nach oben. Viele von euch werden sich jetzt fragen, ja, wie teuer ist die Matratze überhaupt? Und zwar Test Beauty, da gibt es ja auch die Nackenkissen von, die bieten schon echt ultra Qualität an, aber der Preis ist jetzt nicht abgehoben in meinen Augen. Und zwar zahlt ihr nämlich für die Matratze 239 € bei Amazon. Ich verlinke euch das unten rein. Und aktuell ist es wirklich auch so, die gibt es erstmal nur fürs Model Y und Ende Juli gibt es die dann auch für Model 3. Das heißt, Model 3-Fahrer werden dann auch mit bedient. Und habe ich eine Information vergessen? Ich glaube nicht. Schaut bei Amazon unten vorbei. Matratze packen wir jetzt mal aus zusammen. Und zwar Reißverschluss, ganz einfache Geschichte. Wenn ich die jetzt aufmache, sieht es so aus. Wir haben jetzt hier erstmal, Amor, ich weiß nicht, ob man es sieht, ein Test Beauty Hinweisblatt, was man alles machen muss. Kleine Anweisung noch dabei. Sensationell. Dann haben wir hier eingepackt, im Prinzip, das müsste das Bettlaken sein. Wir machen es mal auf. So. Oh, schön. Schöner Stoff. Fass mal an, Amor. Schöner Stoff, muss ich echt sagen.
bisschen so wie Baumwolle. Das ist mit Sicherheit das Bettlaken. Das bedeutet, das brauchen wir später. Und hier haben wir jetzt die eigentliche Matratze. Die ist hier verstaut mit ja, so Verschlüssen. Ihr merkt schon, was da für Druck drauf ist. Seht ihr das? Wenn ich jetzt hier die öffne, geht es direkt schon und die Matratze bläht sich im Prinzip auf. Guckt euch das mal an. Das ist halt Memory Foam. Wisst ihr, was ich meine? Memory Foam hat die Eigenschaft, dass es im Prinzip ja gestaut werden kann, aber sich auch bei Entlastung richtig ausdehnt und dann natürlich auch hier die Oberfläche stattfindet, dass man sie gescheit nutzen kann. Ich habe mit den Leuten von Test Beauty gesprochen und die haben gesagt, dass wir die ruhig mal, um maximale Füllvolumen zu haben, einen Tag sich entfalten lassen sollte. Wir machen das jetzt natürlich nicht, sonst sind wir morgen noch hier. Wir werden die jetzt mal auseinandernehmen. Das heißt, als erstes werden die Sitze umgeklappt. Das passiert bei Model Y ganz entspannt hier drüber. Nummer 1, Nummer 2. Dann haben wir die Rückbank im Prinzip schon fertig. Da vorne hängt es noch. Warte, Amori, das mache ich mal noch weg. Zack. Und dann können wir im Prinzip schon anfangen, die Matratze auszulegen. Ich nehme das mal hier runter. So Leute, nehmen wir mal die erste Schicht ab und ihr seht hier, das sind im Prinzip ja, 3 Ebenen. Wa? Und woran erkennt man jetzt, was vorne ist und was hinten ist? Ganz einfach. Das hintere Element ist biegbar. Das vordere, wo euer Kopf im Prinzip ist steif. Da hinten ist eine Platte dahinter. Das heißt, ihr könnt auch nicht wegknicken oder sowas. Ganz entspannte Geschichte. Und in der Mitte ist im Prinzip das Wunderwerk der ganzen Geschichte. Wenn man es hier mal anpackt, im Vergleich zu hier vorne, ist es hier, ja, wie sagt man, druckfester. Wisst ihr, was ich meine? Und könnt ihr euch erinnern, dass ich eingangs gesagt habe, dass das Klett in der Testcamp-Version damals, in der ersten Version, blöd war, weil sich das immer verfangen hat mit den Unterboden hier. Und wie hat es Test Beauty jetzt gelöst? Und zwar haben die hier eine, ja, ich sag mal, Überlage hingemacht. Das heißt, ihr könnt im Prinzip ganz entspannt das auch abkleben. So hier. Und dann klebt auch nichts fest. Die verrutscht auch nicht. Ganz ehrlich, Leute, bei der Länge mache ich mir keine Sorgen. Wir legen es jetzt einfach mal rein. Ich schmeiße es so rein. Dann seht ihr auch mal, wie es entspannt. Ja, warum steht das jetzt über? Ah, ich glaube, ich weiß warum, Leute. Wir müssen die Sitze noch ein bisschen vormachen. Da die Länge hier, der doch extrem ist. Ich lasse mich kurz mal ausmessen, weil ihr seht da hinten, ich stoße voll an die Sitze an. Und man muss auch dazu sagen, ich bin natürlich auch ein großer Mensch. Deswegen guckt euch mal an, was wir hier für eine Länge haben. 1,95 Meter. Für Leute bis 1,95 Meter ist das eine safe Geschichte. Ich bin 1,90 Meter, alles gut. Ich fahre jetzt die Sitze vor und dann packen wir alles rein. Eine Ewigkeit später. So, Sitze sind vorne. Jetzt kann ich das auch bis zur Kante hier hinschieben. Das ist das mittlere Element. Und jetzt gehen wir weiter. Das müsste bestimmt hier die Seite sein. Genau. Dann schieben wir das einfach so rein. Haben wir hier natürlich auch die effektiven Aussparungen, damit das hier auch schön in die Mulde passt. Das ist eine coole Sache, damit wir maximalen Platz einfach ausnutzen und das nicht verschwendet ist. Und jetzt nehmen wir noch das letzte Bauteil. Das ist im Prinzip das hier. Kommen schon die neugierigen Leute hier, das ist ganz normal. Und dann gehen wir im Prinzip, legen das auch noch hier rein und dann haben wir alle 3 Polster drin. Noch ein bisschen sortieren hier und dann ist das Bett im Prinzip schon fertig, Amor. Wir wollen ja zusammen mal nach Spanien jetzt, nach Taberna oder Taberna heißt das? Tabernas. Tabernas und da ist eine Wüste und da passe ich natürlich mit dem Yukon perfekt rein. Bedeutet, wir werden das auch effektiv nutzen, spätestens auch dann, wenn ich mit Rocco nach England fahre, weil wir wollen ja aufs Festival of Speed. Das bedeutet, ja, ich sag mal, geile Autos angucken, Elektro, Benzin, alles dabei, Formel 1 dabei. Und ja, Hier jetzt. ist rund, ha? Hier ist rund. Wie meinst du das, Amor? Hier ist gerade. Ja. Kann man das hier sehen? Ja, Und genau. an die Seite ist so wie ein bisschen. Ja, das ist rund, weil das geht sogar hier ein bisschen noch mit rein. Weil ja, der Kofferraum ist ja auch nicht gerade, weißt du? Und jetzt, wo du es gerade sagst, ist ein guter Punkt. Kann Wir man können schnell mal. erkennen. Was meinst du? Man kann es schnell erkennen. Ja, ja, die stimmt. Seiten. Ja. Und jetzt messen wir auch gerade mal, Amor, wenn du jetzt gerade dabei bist. Wir haben eine Höhe von knapp 6 bis 7 cm vom ja, den Foam. Von dem, ja, wie nennen wir das? Ja, einfach ein Memory Foam. Von daher machen wir jetzt mal das Laken rein. Dann haben wir das Bett schon aufgebaut innerhalb von 5 Minuten. Das Laken, seht ihr auch, hat so ja, Spannung drin, also so Spannbettlaken. Aber warte mal, Amor, dahin fliegt es weg. Oh, bleib hier. So, weiter geht's im Programm. Das heißt, wir haben hier Spannen wie ein Spannbetttuch. Und das machen wir jetzt einfach um die Ecken drumherum, dass es einigermaßen auch schön aussieht. Und dann passt das auch schon. Also Amor, ich weiß nicht, wie du es findest, aber ich finde es geil. Oder was sagst du? Ja, es
sieht Macht einen guten auf jeden Eindruck, Fall oder? sehr gut aus. Und hier der mittlere Teil ist echt dicker, wirklich. Das müssen wir gleich nochmal sagen. Und der mittlere Teil ist echt dicker. Ohne Mist, oder? Hat In einer sie recht Vergleichung. behalten. So Leute, wir haben jetzt Spannbetttuch drinne und Amor hat selber auch gerade schon gesagt, der mittlere Teil, merkst du direkt, diese Ebene hier ist fester, deutlich fester als wie ganz vorne. Hier haben wir durch das Spannbetttuch jetzt auch eine schöne Optik drinne. Und ja, Amor, was sagst du? Kannst du noch mal von weiter draußen filmen? Da kann man die ganze Fläche noch mal sehen. Wir haben hier den maximalen Nutzen des Kofferraumfläche vom Model Y genutzt. Kann man echt so sagen, ich messe es jetzt noch mal aus. So, ich habe das Maßband wieder hier. Und wir haben jetzt hier hinten eine Fläche von 1,10 Meter, die wir hier auch als Liegefläche haben. Jetzt haben wir hier in der Mitte, im mittleren Raum, eine Fläche von 95 cm. Ihr seht es hier auch, oder? Amori, kann man es erkennen? Ja. Und hinten ist sogar noch ein bisschen weiter. Ich komme mal vor. Dadurch, dass das so ein bisschen mit in die Seitenfächer hier reingeht, haben wir eine Fläche von 1 Meter, ja, knapp 1,10 Meter wieder. Kann man es erkennen? Ja, 1,10 Meter. Sensationell. Also ihr nutzt wirklich den maximalen Raum dieser Matratze. Muss ich einfach so sagen. Sensationell. Ein Daumen nach oben. Amori, ich weiß, man fragt das keine Frau, aber wie schwer bist du, wenn ich mal fragen kann? Ich bin 58 Kilo, 1,68 Meter. 58 Kilo, 1,68 Meter. Darf ich dich bitten, mal reinzugehen? Du kannst die Schuhe ruhig anlassen. Und dann gucken wir mal, wie das Ganze hier aussieht. Yeah. Sensationell, Leute, oder? Was sagt ihr? Müsst ihr jetzt noch so schöne Musik einspielen? Super. Wirklich super, Amor. Was sagst du? Wie ist dein erster Eindruck? Ja, also es ist auf jeden Fall bequemer als die letzte Matratze, die wir hatten. Hier oben ist fester. Ja. Man kann diese Platte schon hier erkennen. Ja, hier hinten ist eine Platte drin. Das heißt, ihr knickt auch nicht hinten weg. Mega, oder? Und hier in die Mitte ist sogar dicker. Ja. Okay. Also es ist sehr bequem. Findest du Mir gut? gefällt, Ja. Ja. Also können wir doch nach Spanien fahren, hä? Weil meine Frau muss ich immer noch überreden, dass wir überhaupt dahin fahren. Hier hinten ist weich. Hier haben wir dann die mittlere Zone, die ist dicker. Und dann die große Zone da hinten. Passt mal auf, Leute. Ich ziehe jetzt mal Schuhe aus. Und dann komme ich auch mal mit hier rein. Amori, ich weiß nicht, ob das klappt. Aua. Oh. Aber ja, du hast recht. Die mittlere Zone ist dicker jetzt, Leute. Ich feiere es. Ich feiere es einfach. Und hier hinten braucht man auch nichts zum Stabilisieren oder sonst sowas. Denn durch diese, ja genau, durch die Holzplatte ist das stabil genug. Und dadurch, dass ihr vorne ein Gewicht habt, biegt es ja nicht hinten weg. Das ist ja logisch, wa? Also von daher, ich hoffe, man kann es jetzt erkennen. Aber wir können auch entspannt hier liegen, oder? Zu zweit. Ich kann auch mal von vorne machen. Dann sieht man das auch. Also Wahnsinn, Amor, oder? Kannst du dir das vorstellen, jetzt nach Spanien zu ballern? Ja. Also es ist auf jeden Fall bequemer als letztes Mal. Die letzte, wa? Diese Luftmatratze, die wir damals hatten, oder was war das? Ja, das seht ihr auch in den Amazon-Bewertungen. Also die Matratze ist ein anderes Level, muss man echt sagen. Und ist dabei nicht mal so viel teurer, als wie die erste Version, die Testcamp-Version damals war. Muss man echt so sagen. Und ja, ich hoffe, ihr könnt das jetzt hier im Prinzip mit einfangen. Amori, sensationell, wirklich toll. Toll. Amori hat es gerade noch mal richtig gesagt. Wir waren früher mal mit einer Luftmatratze unterwegs. War das erste Mal, wo wir mit dem TM3 Plex Series, mit der Plex Series Version von mir, vom Model 3, nach Spanien gefahren sind. Da hatten wir eine Luftmatratze und das, Leute, ich sag's euch, wie es ist. Überspringt den Schritt mit der Luftmatratze und kauft euch direkt sowas, weil es macht einfach mehr Sinn. Luftmatratze geht zwangsläufig irgendwann die scheiß Luft aus und dann steht ihr irgendwo und es kotzt euch einfach nur an. Nehmt sowas, es ist einfach angenehmer und ihr schlaft auch besser drauf, oder Amor? Das muss man echt so sagen. Wir haben daraus gelernt und ich glaube, das wird jetzt die letzte Matratze sein, die wir so haben. Von daher passt das auch. Ich will euch jetzt noch mal was zeigen. Ich habe ja hier von AliExpress ein wirklich geiles Mattenset mir gekauft. Warum ist denn das nass hier? Habe ich schon wieder drauf gespuckt. Und ich will das jetzt mal rausziehen hier, denn wir wollen noch mal zeigen, die Variante im Prinzip Klett auf Tesla Model Y Boden, wie das reagiert. Das will ich einfach jetzt mal testen. Man muss ja bei so einem Test alles abfrühstücken. Die Matratze rutscht an sich zwar nicht, aber wenn ich das jetzt mal hier auf dem Boden mache und wir drücken richtig drauf und ziehen es jetzt mal ab, mal gucken, was passiert. Ja, kommt wieder. Also das müsst ihr wissen. Ich weiß nicht, ob man es sieht. Seht ihr das? Es kommt die Fussen. Das liegt, guck mal, Amor, das liegt definitiv an diesem Klett hier. Aber ihr habt ja jetzt die Option, dass ihr im Prinzip das Klett auch absperren könnt. Ihr braucht es nicht. Ich weiß nicht, warum das überhaupt dabei ist, weil die Matratze liegt so gut in Form, dass man kein Klett braucht. Bedeutet, Nachteil auch hier,
ist es im Prinzip so, dass der Boden vom Model Y aufgeraut wird. Wenn ihr das Klett benutzt, in meinen Augen braucht ihr das Klett nicht. Ich habe euch aber noch nicht alles gezeigt, was Test Beauty hier uns bietet. Und zwar, guckt euch mal die Tasche genau an. Was fällt euch auf? Diese Perforierung hier, dieser Stoff hier drin, kennt ihr aus Kühltaschen. Und genau dafür ist die im Prinzip gedacht. Das bedeutet, ihr habt jetzt im Fahrzeug die Matratze liegen und könnt diese Kühltasche jetzt nutzen, um zum Beispiel sogar Eis hier reinzupassen. Weil das, du siehst es ja immer, das ist so wasserabweisendes Material. Eis rein, Cola-Dosen rein, na, Bier jetzt nicht, aber ihr wisst, was ich meine. Irgendein Desperados oder was weiß ich, einfach hier rein und dann könnt ihr das sogar noch als Kühltasche nutzen. Wie geil ist das bitte, oder? Das ist doch mal, gerade wenn wir in Spanien sind, ist heiß, kann man es hier noch effektiv nutzen, die Matratze einfach drinnen liegen lassen. Bevor wir jetzt zum Fazit kommen, erstmal ein dickes Dankeschön an meine Frau, dass du jetzt hier mitgeholfen hast. Ist auch nicht selbstverständlich. So, wie sieht aber jetzt mein Fazit zur Test Beauty Matratze aus? Es gibt im Prinzip 2 gute Punkte und einen schlechten. Der positive Punkt ist auf jeden Fall, dass man ja jetzt gerade für schwerere Leute, für, ich will nicht sagen dickere Leute, aber einfach für schwere Leute eine Unterstützung hat und im mittleren Bereich und nicht mehr mit der Hüfte auf den Boden kommt. Das ist so geiles Gefühl, das kann ich euch echt nicht sagen. Deswegen, Amor, direkt mal die Frage, fährst du mit mir nach Spanien? Jetzt war mit der geilen Matratze auf jeden Fall. Punkt Nummer 2 ist im Prinzip, dass der Aufbau ultra leicht geht. Innerhalb, ihr habt selber gesehen, von 2-3 Minuten ist da die Matratze fertig, legt euch rein, macht ein kleines Nickerchen und das ist einfach sensationell. Jetzt kommen wir zum Nachteil. Der Nachteil ist im Prinzip, wie ich es euch gezeigt habe, das Klett. Ich weiß nicht, ob es am Boden des Model Y liegt, dass der so schnell franzig wird. Aber wir haben hier echt das Problem, ja, dass wenn wir das Klett nutzen, es auch wieder einfach so ausharrt. Und Test Beauty kann ich eigentlich keinen Vorwurf machen, weil die haben jetzt eine Lösung für euch, dass ihr im Prinzip das Klett auch nicht nutzen müsst. Ganz ehrlich, Amor, das liegt so gut drin in der Passform, da braucht ihr kein Klett. Wisst ihr, was ich meine? Von daher gibt es da so einen halben Abzug, muss ich echt so sagen. Fazit ist aber trotzdem Daumen nach oben. Und bevor wir jetzt gleich euch Tschüss sagen, haben wir hier noch eine Kleinigkeit, war Amor? Und zwar ist es ja so, dass wenn ihr nachts hier drinnen schlafen wollt, ja nicht unbedingt von allen ins Auto, ja, dass euch nicht alle ins Auto schauen müssen und wollen und wie auch immer. Deswegen gibt es da diesen Sonnenschutz und gleichzeitig auch Sichtschutz. Den werden wir euch im nächsten Video zeigen. Von daher, Leute, wir wünschen euch einen schönen Abend, haltet die Ohren steif und macht's gut. Tschüssi!